Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Da wir uns immer noch nicht so richtig motivieren können, hier weiterzumachen, haben wir uns gedacht, wir machen mal so ein Zeitraffer-Video der letzten 2 Jahre, weil jetzt um diese Zeit, also Anfang Januar 2021 haben wir mit der Sanierung angefangen und jetzt sind ja 2 Jahre rum. Da kann man ruhig mal gucken, was man in der Zeit alles so geleistet hat. Und ich habe ja neulich im Community-Bereich schon ein paar Fotos von der ersten Begehung des kleinen Schnäppchenhauses hier gepostet. Also wollen wir heute mal zum Anlass nehmen, einfach die komplette Sanierung im Schnelldurchlauf, 2 Jahre in 60 Minuten. Und ja, viel Spaß mit dem Video. 2. Januar 2021. Heute richten wir die Baustelle ein. Das war der erste Schlag für die Sanierung. Ja, dann ging es los mit der Sanierung. Als allererstes Mal haben wir mal die Wand rausgenommen zwischen den 2 kleinen Zimmern im Erdgeschoss. Da wollten wir nämlich einen großen Raum draus machen. Und wie das so ist bei so einer Kernsanierung, geht es erstmal darum, alles raus, was keine Miete zahlt. Und das war jede Menge Schutt. Heute geht es auf dem Boden weiter. Nächste Woche will der Dachdecker kommen. Da müssen wir natürlich die Kammer auf dem Boden abreißen, damit der überall rankommt. Oh oh. Ja, oh oh kann man laut sagen. Also da hat er noch gelacht und sich gefreut auf das, was ihn da erwartet. Aber ja, hat sich dann leider herausgestellt, dass es doch gar nicht so lustig war, sondern wirklich eher so oh oh. Oh 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 oh. Das sieht nicht gut aus. Ja, nachdem wir da die Kamera nämlich rausgenommen haben, haben wir festgestellt, dass die Balken dann doch schon ganz schön marode sind. Ja, die sehen noch gut aus, die Dinger, aber dann machst du die oberste Schicht ab. Da war mal irgendwann der Holzbock dran. Der lässt nämlich die oberste Schicht stehen. Links der Balken ist gut. Dann ist aber nur Papier dick drauf und dann siehst du da runter, dass da eigentlich nichts mehr da ist. Ja, der Schock war groß, er saß sehr tief und es führte nichts drum herum. Wir mussten ein neues Dach machen, beziehungsweise das Dach sanieren. Bauaufsicht? Da fehlen ein paar Latten. Ja, weiß ich. Warum? Na, weil die alle runterkommen, die alle Latten. Haben die alle neu gemacht? Naja, natürlich. Cool. Ja, zum Glück hatte unser Architekt ein paar richtig gute Ideen, wie man das Dach noch sanieren kann und nicht komplett neu machen muss. Wenn wir es komplett neu machen hätten müssen, dann ja, Bauantrag und dann hätte uns das Ganze ganz schön weit nach hinten geschmissen. Nichtsdestotrotz war es aber eine Ausgabe, die eigentlich nicht geplant war. Also die erste böse Überraschung in dem kleinen Häuschen. Nichts mehr mit Schnäppchen. Hatte aber auch seine Vorteile, weil unser Dachdecker uns ein paar ganz gute Tipps geben konnte und vor allem hat er uns gewarnt, dass das Material teuer wird. So konnten wir nochmal so richtig schön shoppen und bunkern gehen, bevor die Preise für Baumaterial richtig angezogen sind. Ja, kriegen wir es hin? Nicht, dass du dir noch einen Hals brichst. Brauch dich noch ein bisschen. Das wäre in der Bauphase scheiße. Ja, extrem. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I
spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna. Jetzt kommt die Baustellenaufsicht. Ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich alles richtig gemacht habe. Das ist jetzt die Schüttung. Ja, das ist die Schüttung. Darf ich mich da... Nein, du darfst dich da nicht draufstellen. Hör. Hier ist die Toilette. Ja. Darf ich mich mal hinsetzen? Ja, aber nicht reinkacken. Ja, ist nett. Aha. Diese Zeitung? Ja. wird- Ja, wo willst du die hinmachen? Hier unter den Fußboden. Unter den Fußboden? Ja. Damit man ganz genau sieht, wer diese ganze Sanierung gemacht hat. Be carried by the waves. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. So, da wird jetzt die erste Zeitkapsel eingebaut. Ich weiß gar nicht, wie viel wir in dem Haus verbaut haben. Wir haben jede Chance genutzt, irgendwie unsere Marke zu hinterlassen und so ein bisschen was, falls das nochmal jemand sanieren sollte, dieses Haus, dass die halt auch ein paar schöne Sachen zum Finden haben. Wir haben ja auch einiges gefunden. Open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade. Feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day. So, Fußboden ist jetzt halbwegs, Dach ist gedämmt, jetzt kommt noch die Folie dran. Jetzt fühlt sich das alles schon so richtig wie so ein Raum an. Das ist eigentlich jetzt schon faszinierend, was für eine Transformation der Dachstuhl da so vor sich genommen hat. Wenn man überlegt, noch vor ein paar Wochen war da so eine olle Bretterbude und alle Balken waren morsch und jetzt ja, hat man schon auch eine ganz andere Akustik und so. Das wird schon langsam alles ein bisschen heibelig. So, jetzt wird erstmal ein neues Fenster eingebaut, damit es nicht mehr so zieht. Also mit Fenstern und Türen und deren Maßen hatte Papa irgendwie den kompletten Bau durch immer so seine Probleme. Die waren manchmal zu groß, manchmal zu klein, oft hat es einfach nicht gepasst. Aber er hat halt gelernt, der Ampassator zu sein. In so einem alten Bauernhaus passt es eigentlich nie, irgendwas ist immer schief. Und ja, hat er eigentlich ganz gut hingekriegt. Und hier machen wir jetzt schon mal die Latten dran, weil wenn Rigips kommt, dann ist noch mal gemütlicher. Ja, oben im Bad war ein Balken, der sollte auf jeden Fall raus. Also mussten wir erst mal gucken, wenn wir bohren, wo kommen wir denn hier raus? Weil es muss ja dann unten wieder abgestützt werden. Es war gar nicht so einfach, da die richtige Stelle zu finden. Und ihr werdet es gleich sehen, es war auch gar nicht so einfach, den Balken da rauszukriegen. Wahrscheinlich der, ja, da ist es, wahrscheinlich der massivste Balken bzw. Schraube in dem ganzen Haus. Guten Morgen, Herr Schneider. Wir wollen arbeiten. Ja.
Wir wollen arbeiten, ich will nicht arbeiten. Doch. Guck mal, herrliches Wetter, es ist schön warm, hier die Sonne scheint, ich habe einen Kaffee. Der Mensch braucht nicht mehr. Also ich nicht. Wenn du arbeiten willst, Arbeit ist genug da. Nimmt dir niemand weg. Wolltest du nicht arbeiten? Ja, mach ich ja. So, jetzt fliegt unten erstmal das Fenster raus, da soll nämlich eine Terrassentür rein. Auch hier gab es mehrere Varianten der Tür. Das ist jetzt die erste. Tada! Der neue alte Balken. Ui. Ja? So, Fußboden ist jetzt endlich komplett fertig im Dachgeschoss. Jetzt kann man ja schon mal anfangen, das Bad zu stellen. So eine schöne Wand und wo alles hinkommt und so. Wird gleich noch wohnlicher. Und die Wand wollt ihr heute noch machen? Ja, die ist doch fertig jetzt gleich. Ja, mit Planken? Ja, da kommen noch ein paar Platten rein und dann ist gut. Oh, cool. Schön. Ja, fürs Schlafzimmer wollten wir dann so eine Fachwerkwand nachbauen, war ja nicht so einfach. Jede Menge Balken und jede Menge Latten und ein ganz schönes Gefummle wegen dem Schornstein, weil das ja auch immer alles noch drumherum passen musste und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages sieht es richtig cool aus, werdet ihr gleich sehen. Jetzt geht es erstmal unten weiter. Wir mussten nämlich ganz dringend die Holzfaserdämmplatten dranbringen, weil unser Lehmbauer weitermachen wollte. Die Baumaufsicht kommt. Was habt ihr hier gemacht?
Wir haben Schlitz gelassen. Warum habt ihr das nicht auch? Da soll ein Kabel rein. Deswegen haben wir Erzähl doch den. nicht sowas. Ja, wie gesagt, wir wollten oben ein Fachwerk, um die Räume voneinander zu trennen. Und jetzt fängt das Drama an. Das war echt ganz schöne Friemelarbeit. Dann kommen oben im Bad und im Schlafzimmer schon mal die Rigipsplatten an die Wand. Es ist echt erstaunlich, was das für einen Unterschied macht, wenn dann nicht mehr die Folie da hin und her flattert, sondern das richtig zu ist als Raum und vor allem auch schön hell. So, jetzt gucken wir mal, ob es da reinpasst. Na bitte. Ui, Was hätten wir es dafür gemacht? hast du doch auch. Ja. Fast ein halbes, dreiviertel Jahr auf meinem Hof nichts gemacht, wie das da aussieht. Schön sieht das da aus. Ja, alles Richtig verwildert. verwildert. Ja, verwildert. Verträumter Bauerngarten ist. Genau. Ja. Pass auf, jetzt messen wir das mal aus und dann kannst du schon mal Latten besorgen. Ja? Ja. So, also müssen hier ein Balken, da ein Balken und hier oben Ach ja, stimmt. muss auch einer drauf. Nochmal so eine Und Lampe. dann hast du ein Gestell und das schraubst du da dran und daran und dann kannst du deine Platten da dran schrauben. Okay. So, machen wir jetzt noch. Wir machen jetzt noch eine Platte dran, damit wir noch was zu zeigen haben, oder? Ja. Wir können das auch photoshoppen. Dann brauchen wir keine Latte mehr dran, keine Platten mehr dran. Schon. Ja, ja, ich weiß, ein Hochbeet auf einer Baustelle, absolutes Mädchending, aber man macht ja auch mal Pause, dann will man auch was Schönes zum Anschauen haben.
hast du denn da? Ja, Rohre für unsere Ablüfter. Für das Gluggerrohr. Fürs Gluggerrohr, genau. Na endlich, dann kann man da ja mal fertig machen, wa? Ach ja, hoffentlich. So, nachdem wir dann oben erstmal alles soweit fertig hatten, mussten wir uns ganz dringend unten um den Lehmputz kümmern. Dazu mussten jetzt noch die restlichen Holzfaserdämmplatten an die Wände, weil unser Lehmbauer wollte kommen und den Oberputz machen. Man muss ja immer eine ganze Weile warten, bis der Putz dann getrocknet ist. Gerade bei Lehmputz kann das ja manchmal ein bisschen länger dauern. Deshalb waren wir da zeitlich ein wenig angespannt. Mein Vater mal gesagt hat, ein guter Handlanger ersetzt 3 Facharbeiter. Ja, noch bist du kein guter Handlanger. Das war schon ganz gut jetzt hier, aber da müssen wir schon noch ein bisschen arbeiten. Ja, du brauchst den Hammer nutzen. So, hier ist dann jetzt der Feinputz vom Lehm auch schon dran. Wie gesagt, das haben wir einen Kumpel machen lassen, weil wir uns das irgendwie selber noch nicht zugetraut haben. Wir wollten da schon ein ganz hübsches Ergebnis und deshalb wollte weder Papa noch ich da irgendwie dran rumfuschen. Ja, und im Wohnzimmer geht es jetzt weiter. Schön den Boden rausnehmen, weil wir wollten ja da die Kabel und Heizungsrohre und alles verstecken. Wir mussten auch noch ein paar neue Balken setzen. Von daher musste der Boden sowieso raus. Ans Werk. So, du bist der Hulk oder was? Ja, hast du doch gesagt. Naja, dann hauen wir da eine Ecke raus aus dem Beton. Und... Oi. Das war knapp, ey. Ja, Ich habe gemerkt, wie es an meinem Kopf vorbei ist. Ja, aber hast du wieder keinen Helm auf? Man setzt einen Helm auf der Baustelle auf. Wozu habe ich den gekauft? Wo ist denn der? Naja, wüsste ich nicht. Das ist dein Helm. Guck mal, was ich rausgehauen habe. Boah, Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. So, nun weiter.
Ja, bam. Und bam. Und bam. Yes, schon wieder ein Stück. Ei, ei, ei. Oh, du bist ja richtig, wirklich ein Hulk. Ja, ihr seht ja, auf einmal gab es einen riesen Sandhaufen mitten im Wohnzimmer. Einfach nur dadurch, dass wir ein bisschen was ausgehoben haben, damit die Rohre von der Heizung da lang können. Naja, die Hunde fanden es super. Die lagen immer entweder drauf oder drin oder haben ein schönes Loch gebuddelt oder Modok hat es auch einmal markiert. Wunderbar. Wir haben endlich unseren Fußboden drin. Also den Unterbeton. Was ist denn das hier? Ist runtergefallen, die Decke. Naja, doch, lag alles unten, als ich vorhin kam. Das ist dein Ernst. Doch. Was macht ihr denn hier? Oh, wir haben ja heute professionelle Hilfe, wa? Was bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Wolfgang? Was und? Ist das jetzt die neue Tür? Das ist die neue Tür. Nummer 4. Ich habe jetzt erstmal geguckt, ob es in der Waage ist. Und so, ist in der Waage? So haut's hin, ja. Hier. Zeig mal. Hier. So. Na wunderbar. Ja, das war die erste von ganz vielen Bauschaumpistolen, die explodiert sind. Leider gibt es immer nur ein Foto von nachher, weil aus welchem Grund auch immer wenn das Ding explodiert ist, war gerade keine Kamera an oder man stand außerhalb des Sichtfelds der Kamera. Ich hätte mir so gewünscht, dass wir wenigstens eine mal drauf kriegen, damit wir eine schöne Zeitlupe davon machen können. Aber nee, bis jetzt war es uns nicht vergönnt.
Tee dampft, die Kerze brennt, es ist gemütlich, die Heizung läuft. Kommst du hier ran? On the road again! Du kannst das nicht so schön wie ich. Nee. On the road again. Ja, halt's Lenkrad fest Ja, bitte, mach aus, sonst ja. sind wir nicht mehr auf der Straße. Ja, während der Baustellenzeit haben wir ja immer mal ein paar Ausflüge unternommen und da haben wir zum Beispiel so alte Fensterläden abgeholt, die perfekt zum Haus passen. Was sagt ihr? Die werden wir demnächst aufarbeiten und dann natürlich auch hier im Video zeigen. Ja, und dann wurden die liebevoll handgefertigten Fensterbretter vom Papa eingebaut. Dazu gibt es übrigens ein Video, das habe ich euch unten mal verlinkt. Gut. Gut. Ich schmeiß das da jetzt einfach rein. Heidi, ich habe es noch nicht lasiert. Doch, das ist Außerdem okay. wird es nicht lasiert, Naja, sondern hier mit diesem Öl. ich habe es ein bisschen mit dem feuchten Lappen abgewischt. Na, Herr Schneider, was wird das? Ja, das ist die Hilfskonstruktion. So, oder? So, die Giebelwand musste ja dann auch endlich mal zu. Problem ist ja, dass wir da die alte Treppe unten rausnehmen wollen und natürlich eine Raumspartreppe da einbauen wollen. Deshalb mussten wir auf jeden Fall für unten schon mal so eine Bohle da dran schrauben. Da konnten wir dann auch gleich das Aluprofil für Trockenbau draufstellen, beziehungsweise drauf festmachen. Und ja, ich mache jetzt hier gerade noch so schön den Schornstein im Bad, den wollten wir nämlich erhalten. Das war ein ganz schöner Akt, den wieder hübsch zu kriegen. Ich zeige jetzt hier nur die eine Stelle, aber in den ganzen Bauvlogs seht ihr, wie ich immer wieder da dran bin und so. Du wolltest doch, dass ich dich feiere. Das ist das Thumbnail. Das heißt so berechnet, dass ich keinen Abfall habe oder nur minimalen Abfall. Ja, und das ist das, was übrig ist. Ja. Jetzt schreibt mal bitte in die Kommentare, wie geil bitte schön Papa rechnen kann. Das will ich von innen gegen die Fensterscheibe kleben oder bauen oder irgendwie, mal sehen, wie ich das jetzt mache, so dass man, wenn man auf dem Hof steht und da hochguckt an die Giebelwand, durchs Fenster die beiden Köter von der Lieblingstochter sieht. Mal sehen, was er dazu sagt. Bin gespannt. So, und was soll ich jetzt machen? Kamera läuft, du sollst jetzt draußen gucken, ob das mit der Giebelwand da richtig funktioniert. Der Giebelwand. Ja, na da. Muss ich doch hier gucken. Von außen musst du gucken. Was hast du denn da gemacht? Na da oben, gucke hin. Ist nicht dein Ernst, oder?
Ja. Hast du die jetzt wirklich da eingebaut? Mit Photoshop. Mit Photoshop da eingebaut? Photoshop da eingebaut. Wie krank. Molly, guck mal da. Was, wo, was? Der kratzt dich erstmal. Ja, Ich dachte, gut. du hast das mit Photoshop da Ja, habe ich eingebaut. ja mit Photoshop da eingebaut. Hast du die tatsächlich in einem... Du spinnst doch, ey. Du hast das so einen an der Klatsche. Aber gefällt mir, finde ich gut. Naja, siehst du. Ja, das war echt eine Überraschung. Das hätte ich nie gedacht, dass er sowas macht. Er hatte mir das Bild geschickt per WhatsApp und dann habe ich gedacht, hat er Photoshop da reingesetzt und so. Naja, auf jeden Fall echt lustige Idee und ich muss jedes Mal schmunzeln, wenn ich jetzt auf dem Hof stehe und da hochgucke und die beiden Hunde mich angucken. Und dann gucke ich runter, direkt vor mich und da gucken auch die beiden Hunde mich an und wollen Gassi gehen. Auch schön hier so. Baustellen, Kaffeebar. Immer schön grundieren. Also, hau ran. So, da fing es an mit dem Grundieren. Wer unsere Bauvlogs schon länger guckt, der kennt ja mich und meine kleine Grundierungswalze. Dafür, dass ich damit das ganze Haus grundiert habe, ist es schon echt, ja, man hätte eine größere nehmen können, ich weiß. Aber ich arbeite gerne mit präzisen und handlichen Dingen. Die großen Sachen überlasse ich dem Lieblingspapa. Meter 77. So, hier geht es jetzt im Wohnzimmer unten daran, dass wir die Decke abhängen. Das ist ja alles ganz schön krumm und schief und auch schon so ein bisschen durchhängend. Deshalb hat man uns überlegt, wir hängen die einfach ab mit Rigips. Das geht am schnellsten und ist am wenigsten Theater. Sollte sich zumindest beim anderen Teil, auf der anderen Seite vom Wohnzimmer, da wo ihr die Löcher seht, sollte sich das als Trugschluss herausstellen, weil da kommt nämlich dann doch gleich noch die Decke runter. Traditionell forderte das die jüdische Weltaufsicht in 4 Jahren zu den nächsten Winterspielen zu versammeln, dann in Italien. So, da seht ihr es. Da hat der Papa erstmal ein bisschen hin und her probiert, wie das geht mit dem Abhängen, aber aufgrund der Höhenunterschiede und so war das irgendwie alles total doof. Dann hat er da ein bisschen rumgestochert und dann kam schon die Hälfte runter. Und dann hat er sich entschlossen, das doch nochmal alles schön fein säuberlich abzumachen. Also nochmal ordentlich Schutt zu produzieren und sich so ein bisschen so wie in Kernsanierungszeiten nochmal zu fühlen. War auch ganz witzig und hat auch noch was, ja, gefunden. Lasst euch überraschen. Wusste ich doch, dass da irgendwas in der Decke ist. War ein Rattenkadaver. Die sind schon groß, wenn man das mal so sieht.
So, jetzt kommen hier die neuen alten Balken rein. Die ursprünglichen Balken waren ja ganz schön angefressen unten. Also haben wir neue besorgt, beziehungsweise die wir noch aufarbeiten konnten, haben wir dann schön abgeschliffen. Also ich, ja. Falls ihr euch fragt, warum ich so wenig da tue. Ich habe die ganzen Hiwi-Arbeiten Da bin ich am Grundieren. Ich habe die meisten der Hiwi-Arbeiten einfach rausgeschnitten, weil sonst hätte ich das nie im Leben in eine Stunde Video bekommen, hier alles. Wenn euch das interessiert, ob ich überhaupt einen Finger bewegt habe oder die ganze Zeit mit der Hand in der Tasche irgendwo rumstand, dann könnt ihr euch ja die Bauvlogs angucken. Gut, Sieht doch cool aus. Machst du das jetzt so? Oder? Ja. Ach ja, das geflieste Bad, das war für mich echt so ein richtiger Meilenstein irgendwie. Da fühlt es sich schon in greifbare Nähe rückend an, dass man da einziehen kann. Wir waren trotzdem noch ein ganzes Stück davon entfernt, aber ich habe mich trotzdem gefreut. Wollte eigentlich schon die ganze Zeit Trockenduschen machen. Das ist deine Vorrichtung. Meine Vorrichtung. Jetzt kommt Papas absolute Lieblingsaufgabe, tapezieren. Ich glaube auch mittlerweile verstehe ich, warum er das so gerne macht, weil man sieht echt ein super krasses Ergebnis zu vorher.
jetzt kommt endlich Fußboden in die Küche. Wir wollten nämlich die gebrauchte Küche, die ich ja gekauft hatte und die dann die Mutti ganz liebevoll umgestrichen hat, die wollten wir nämlich jetzt langsam mal ins Schnäppchenhaus bringen, weil in der Garage von meinen Eltern stand die einfach nur immer im Weg rum. Deshalb sollte die jetzt mal raus. Und dann war natürlich auch noch ein bisschen Grundieren angesagt, immer wieder zwischendurch. Dass die richtige Konsistenz hat, das weiß ich natürlich nicht. Ja, also das erste Mal Lehmfarbe anrühren, das ist nicht ganz so gut gelungen. Die war ziemlich dünn. Aber ihr habt das ja dann im Video gesehen und habt uns ein paar Tipps gegeben und wir haben dann auch nochmal selber nachgerechnet, was auf der Tüte eigentlich draufsteht. Also irgendwie hatten wir uns vertan. Oder brauchst du meine Hilfe? Ich hab's ja wenig später. Ja, klar. So geht das. Zack, ein Fest. Ja. Das ist jetzt hier Zeitung als Trittschall, ja? Ja, doppelter Trittschein. Letztes Stück. Jetzt bekommt die Küche ihren Fußboden endlich. Der Lieblingspapa wollte, glaube ich, unbedingt meine gebraucht gekaufte Küche unbedingt aus seiner Garage raushaben und hat dann gesagt, so, jetzt mache ich hier den Fußboden, dann kann die hier rüberziehen und nimmt mir nicht mehr den ganzen Platz weg. Dann haben wir oben noch fertig gestrichen und noch die Lampen da reingemacht und so weiter und den Fußboden verlegt natürlich auch noch, damit das auch endlich abgehakt werden konnte. Und dann fürs Bad auch schon mal das Linoleum zugeschnitten und verklebt. Sieht gut aus. Im Wasser, im Lot oder im Senkel. Im Senkel. Wo glänzt denn? Guckt euch das an. Fließendes Wasser und eine Spüle. Mach mal ein paar Posen. Für die Mädels. Nicht zum Posen, ich bin zum Arbeiten hier. Doch. Ah! Fresser. Welcher Tortenboden ist denn da drunter? Im selbst nochmal neu gebacken. Echt? Hast du nochmal neu gebacken? Ja. Oh, ist das nicht schön. Und was mit der Sahne? Kommt noch. Der Papa braucht die Sahne. Oh, ich muss sagen, die Bauaufsicht, die hat uns immer so gut versorgt mit Kuchen, mit Mittagessen, mit Abendessen, wenn es sein musste, je nachdem.
Dann kam sie natürlich immer und hat motiviert, wie sie das kann. Ne? Da ist ja einfach Profi drin. Hat sich alles ganz genau angeguckt, Mängelliste geschrieben, schon mal dekoriert. Was würden wir nur ohne unsere Bauaufsicht machen? Ja, da ging es ans Beizen der Treppenstufen und Streichen der Wangen. Das ist ja so eine Raumspartreppe, die haben wir da relativ günstig damals noch geschossen. Mittlerweile kostet die, glaube ich, das Vierfache. Die habe ich erst mit Alterungsbeize gemacht und dann mit Leinöl. Und da, Vorsicht, wir haben es jetzt schon mehrfach erwähnt, die benutzten Lappen vom Leinöl hinterher nicht einfach zusammenknüllen und irgendwo hinschmeißen. Die entzünden sich nämlich selber. So hätten wir, oder ich besser gesagt, ganz knapp vor Einzug fast noch das Häuschen abgefackelt. So, du darfst das letzte Stück da oben anbauen. Oh. Willst du noch mal gucken? Nö. So, willst du es haben? Ja. So, meine Tapete ist jetzt auch endlich dran. Das sieht richtig cool aus. Ich wollte eine Wand wenigstens, wo ein bisschen was los ist und nicht alles nur weiß. Und natürlich, bevor wir jetzt noch bald die Treppe einbauen, muss jetzt noch die Ausgleichsmasse im Flur rein. Da sollen ja jetzt noch die Fliesen rein. Ja, naja, kannst ja gucken. Ich habe hier 2 Stunden wie so ein Bescheuerter geschrubbt und hatte die Kamera vergessen. So, da fing das Drama mit der Treppe an. Also Papa wollte die ja zusammen mit Markus, der kommt gleich, einbauen. Aber das war irgendwie alles gar nicht so einfach, weil da wohl vielleicht ein paar Teile vertauscht waren. Und der Papa musste die anpassen, wie vieles in diesem Haus. Zu der Treppe gibt es auch ein extra Video, da seht ihr nochmal ganz ausführlich, wo das Problem war und was es eigentlich für eine Herausforderung war. So schnell wie hier im Video geht es nämlich nicht. So, mein Freund Markus, heute auf der Baustelle. Mal wieder. Ja, so schnell wie in diesem Video geht es auf jeden Fall schon mal nicht. Das Video zur Raumspartreppe habe ich euch auch mal mit unten verlinkt. Auf jeden Fall sehenswert. Mit einigen Wutanfällen und Verzweiflungsattacken beim Lieblingspapa. So, Endsport. Es fehlt noch der Fußboden im Wohnzimmer. Die eindeutig größte Aufgabe, die sowohl bei Papa als auch bei mir für einiges an Schmerzen gesorgt hat. Papa hatte richtig rote Knie nach 3 Tagen auf den Knien und da die Dielen verlegen und die Schüttung und den ganzen anderen Kram. Also der war fix und fertig. Und danach war dann mein Einsatz. Ich wäre soweit. Hakron, du hast das Buch gemacht. Du hast die Arbeit gemacht. Das ist immer so, du weißt doch, Bomben und Orden treffen immer die Falschen. Hat mein Vater schon immer gesagt. Das stimmt allerdings. Das ist nicht höher. Ja, dann bin ich ja beruhigt. So, und das soll jetzt so bleiben? Naja, warum nicht? Weiß ich nicht.
tada, da ist es alles fertig soweit. Also bin ich jetzt dran. Erstmal saugen, dann schleifen, dann, damit die nicht so doll nachdunkeln, wenn die da einfach so rumliegen, das ist ja Naturmaterial, das dunkelt ja nach durch das UV, haben wir beschlossen, die ganz leicht mit der Alterungsbeize zu bearbeiten. Das haben wir ja hier bei ganz vielen neuen Hölzern genommen, damit die zu den alten Sachen, hier Türrahmen und die Balken und so weiter, damit das farblich da ein bisschen dazu passt. Also die kompletten 45 Quadratmeter mal eben mit Alterungsbeize und dann natürlich auch wieder mit Hartwachsöl, um das alles ein bisschen zu versiegeln. Also Öl auftragen, einziehen lassen, schön mit dem Lappen abreiben und so. Ich war 5 Tage auf meinen Knien. Das war richtig viel Arbeit und ich war fix und fertig. Und die Klamotten, die ich da anhabe, die stinken immer noch nach Leinöl. So schnell gehen 2 Jahre rum. Ist das nicht unglaublich? Also gefühlt wie ein Fingerschnipsen und schon ist alles fertig. Zwischendurch hat es ab und zu mal ein bisschen wehgetan, das habt ihr ja gesehen. Und vielleicht habt ihr ja aufgepasst und mitgezählt. Eine kleine Frage an euch, wie viele Zeitkapseln im Großen und Ganzen haben wir denn in dem Haus so verbaut? Schreibt doch mal euren Tipp unten in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt, ob ihr aufgepasst habt. Und ob ich richtig gezählt habe, was ich hier so eingebaut habe. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann lasst uns gerne ein Abo für den Kanal da. Lasst uns auch ein Like fürs Video da und auch gerne einen netten Kommentar oder einen Klugscheißer-Kommentar oder einen netten Klugscheißer-Kommentar, wie auch immer. Gerne auch alles 3. Da freut sich der YouTube-Algorithmus und ihr könnt uns ein bisschen unterstützen. Nächste Woche gibt es eine Roomtour. Ihr habt euch das ja jetzt schon so lange gewünscht. Also auf jeden Fall wieder reinschalten. Euch eine gute Zeit und bis nächsten Sonntag. Tschüss.